Moin Leute, hier ist Mo von wer ich bin Mutansen und hier sind wir in Red Matter 1, dem Original auf der PlayStation VR 2. Überraschend angekündigt worden und dann kommt es jetzt auch direkt am 5. Oktober. Technisch mal wieder wie die schon erschienene Red Matter 2 Version, also grafisch sollte hier alles auf Anschlag sein, 4K-Texturen, 90 FPS ohne Reprojektion und wir gucken einfach mal jetzt hier in die Optionen für Audio, Soundeffekte, Musik, Stimmen, dann Sprache. Und das hatte die alte Version damals auf der PlayStation VR 1 nicht. Deutsche Untertitel, yay. Dann gucken wir mal bei Komfort, große Reichweite, springen, Spurt, teleportieren. Nicht nochmal springen, kurze Reichweite, Spurt, drehen. Nein, ich will nicht einrasten, sondern flüssig. Bewegung basierend auf Controller, passt mir. Sitzmodus bin ich gerade. Die Steuerung haben sie am Verhältnis zum alten Teil auch umgebaut. Ja, die war noch ein bisschen steifer. Oh, wie wir gerade feststellen, haben sie auch hier wieder so einen Glow-Effekt drin. Oh mein Gott, ist das scharf. Krass. Geheime Dokumente finden, Basis betreten. So, meine Freunde, hier stehe ich nicht das erste Mal. Ja, das habe ich schon mal auf einer Rift gesehen, irgendwann vor Urzeiten. Dann später auf einer PlayStation VR 1, dann auf einer Quest 1 und so weiter und so weiter. Und jedes Mal war es beeindruckend. So auch heute. Es ist auf der PlayStation VR 2 fast schon unangenehm scharf. Es sieht echt knackenscharf aus. Das ist natürlich wie beim, wartet mal, jetzt wird es schwierig, beim Nachfolger, der ja zuerst rauskam, also Red Matter 2, ja, es ist alles sehr scharf. Interessant ist halt, dass die Assets natürlich jetzt von 2000 und weiß ich nicht, 18 oder so sind, ja, also als das Spiel rauskam, sie haben zwar hier alles schön mit neuen Texturen, die 4K-Auflösung haben versehen, aber ja. Vielleicht ein paar Worte zum Spiel. Ich will euch das jetzt natürlich nicht spoilern. Heute geht es nur ein bisschen um, wie fühlt es sich an, wie ist die Technik. Ja, ganz, ganz simple Geschichte. Wir bewegen uns hier mit dem linken Stick flüssig, mit dem rechten können wir uns drehen. Das kann man auch als Snap-Turn machen, beziehungsweise die Variante hier, so einen Teleport zu machen, die hat man zusätzlich und kann die auch noch auf verschiedene Arten und Weisen einstellen, dass einem halt, wenn man nicht so stable ist in VR, nicht übel wird. Ja? Also wenn ihr eine Teleportation wollt, die einfach Klick macht und dann seid ihr an einer anderen Stelle, dann geht das halt auch alles. Ja. Das Spiel hier auf der PlayStation VR 2, wie gesagt, hat 4K-Texturen bekommen, eine komplett überarbeitete Steuerung und vor allen Dingen nutzt es auch das PlayStation Eye-Tracking für Dynamic Forward Rendering. Ja, und deswegen ist es halt wirklich, wirklich scharf. Und ich denke mal, sie haben die Technik, die sie für Red Matter 2 benutzt haben, hier auch wieder eingesetzt, dass man hier so Glows auf hellen Stellen hat. Ja, das sehe ich auch gerade. Also hier sieht erstmal alles fein aus. Red Matter 1 war auch schon auf der PlayStation 1 einfach ein absoluter Hingucker. Ja, wunderschönes Ding. Ich mag die ganze Architektur und sowas in diesem Spiel. Es ist halt wirklich ein schönes Science-Fiction-Abenteuer. Aber jetzt machen wir mal Butter bei die Fische und öffnen hier das Riesentor. Also, wir sind auch als Schatten, aber nur unsere Hände offensichtlich. Das ist ja interessant. Und jetzt wird's interessant. So, hier ging zumindest ein Echtzeitschatten mit, sodass ich jetzt mal davon ausgehe, dass es PC-Version basiert. Aber das müssen wir dann nochmal in Deep vergleichen. So, wir haben wie immer hier so ein Ding an der Hand, was uns mit dem Laserstrahl viele Übersetzungen liefert. Diesmal halt dementsprechend, guckt euch das an, bim bim, alles auf Deutsch, ja. Sehr viel Texte wird man hier lesen in diesem Spiel und die sind alle auf Deutsch. Das heißt, wenn ihr hier was anfasst und anguckt, dann ist das halt dem Spiel entsprechend hier in dieser russischen Sprachversion, aber wird euch in eure Heimatsprache übersetzt. Datenlaufwerk in den Speicher hochgeladen. Sehr schön, sehr schön. Ja, und wie schon damals kann man hier alles sehr bewundern, denn Red Matter ist eins der Spiele, das halt wirklich komplett auf die Unreal Engine zugreift und deren Möglichkeiten. Ja, hier gibt es ja wunderschöne Materialien mit tollen Effekten und gelayerten Shadern und alles hier sieht halt wundervoll
Aus. Ja. Ja, das muss ich erst alles freischalten. Großartig. Kommen wir eigentlich auch wieder raus? Habe ich noch nie probiert, glaube ich. Den Effekt wieder. Oh, guckt euch mal an hier, wie das Licht jetzt hier eindringt. Sehr nett. So, unsere Hände und Controller sehen auch fantastisch aus. Ich finde es interessant, dass die Entwickler immer Controller machen, die an die aktuelle Hardware angepasst sind. Und hier, glaube ich, haben wir jetzt aber tatsächlich auch die alten Rift-Controller bekommen. Das sieht so aus. Witzigerweise passen die optisch ja auch tatsächlich ein bisschen zu den PlayStation VR-Controllern. Ich bilde mir ein, Red Matter 2 hatte richtige Derivate für die PlayStation Sense-Controller. Aber wenn man jetzt hier an die Texturen nah rangeht, dann sieht das immer noch sehr, sehr ordentlich aus alles. Wir haben ja so eine Taschenlampe. Könnt damit auch Licht machen mit Echtzeitschatten, wie ihr sehen könnt. Alles schön. Wuhi! Ich mag diese Teleport-Variante mit den Springen, ja, weil es sich auch anfühlt wie unter Schwerelosigkeit. Wir sind ja hier auf so einem Saturnmond, bilde ich mir ein. Zack. Schleuse einmal umgedreht. Wow. Es ist verrückt, wie clean diese Karten hier mal aussehen, ne? Es ist wie gedruckt auf dem Bildschirm gerade auch. Kommunizieren wir auch immer hier mit irgendeiner übrig gebliebenen KI. Ah, ich glaube, das ist neu. An die Schatten, da kann ich mich gar nicht erinnern. Oh mein Gott. Guckt euch mal jetzt hier die Texturen an. Ja, man kann wirklich die Beschaffenheit des Stoffs und die Nähte alles erkennen. Ah, ja, das ist schon nett. Rectal-Physik ist auch da. Ich habe das Gefühl, die ist aber noch ein bisschen einfacher als die vom Nachfolger. Und die Beleuchtung hier ist halt auch wild, ja. Es sieht alles so toll aus. Es gibt ja viele so generische Science-Fiction-Spiele, aber ich finde, dass Red Matter halt so einen ganz eigenen Stil hat. Das ist irgendwie so ein bisschen 50er Jahre Ästhetik mit ein bisschen moderner. Ich finde das richtig gut. Es macht wirklich Spaß, so eine Items hier anzugucken, ja. Also die Texturen sind halt gestochen scharf und dadurch werden nicht nur die Grafiken hier drauf, wie das Bild und so, sehr, sehr scharf und die Schrift, die franzt halt gar nicht aus, sondern auch diese ganzen kleinen Strukturen. Ihr seht das, wenn ich das Objekt hier drehe, ja, sogar die Glasscheibe von dieser ID-Karte ist so zerkratzt und diese winzigen Kratzer, die kann man hier alle sehen. Oh mein Gott, das sieht echt toll aus. Wenn man sich hier alle Zettel durchliest, dann kriegt man auch so ein bisschen mit, was hier ungefähr los war, was für Leute hier auf der Station gedient haben und gearbeitet haben. Und so wird halt auch sehr viel die Geschichte transportiert, ja. Über verschiedenste Elemente. Gefällt mir gut. Übrigens auch hier wird dieser Laserstrahl reflektiert, ja. Also das ist eine echte Reflexion. Das ist quasi Retracing. Ich mag auch, wie diese groben Aufzugwände hier aussehen. Da wurde mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail gearbeitet. Diese Wand schaut auch toll aus, ne? Hier sind einfach nur Zeichnungen. Normalerweise ist das halt in allen Spielen immer so ein bisschen unscharf. Und hier halt nicht, ne? Das ist nett, das ist nett. Guck mal, die Flaschen waren im ersten Teil noch nicht mit Flüssigkeit gefüllt. Mal gucken. Und kaputt gegangen sind es auch noch nicht. Sehr, sehr nett. Ja, die ganze Physik hier im ersten Teil ist noch... Sieht noch nach wenig Schwerkraft aus. Das ist echt irgendwie aber ein gutes Gefühl. Ja. Na, guckt euch das mal an. Schaut euch das mal an. Nett, nett, nett. So, also ihr seht, auch für solche Aufgaben, ja, da braucht man das Teleportieren. Als das Spiel rauskam, war das auch wirklich nur für Teleport konzipiert. Das haben sie dann wirklich im Nachhinein geändert.
Und oh, jetzt hat es auch freie Fortbewegung. Und wir können so ein bisschen mit dem Teleport dann rumspringen. Der nächste Task ist, diese große Maschine hier zum Laufen zu bringen. Aber das machen wir jetzt nicht. Ich würde mal sagen, ich habe hier alles gesehen, was ich sehen muss. Das ist halt genau das gute alte Red Matter, wie wir es kennen, was schon immer fantastisch war als Spiel. Ist allerdings auch nicht besonders lang. Ne? Das geht so 5 Stunden, glaube ich. Wenn man sich Zeit lässt und alles erforscht und anguckt, dann wird es halt auch ein bisschen mystisch. Das wisst ihr ja unter Umständen schon. Und man hat halt wirklich viele von diesen fantastischen Locations und so Bastel- und Laserrätsel und solche Sachen, um sich halt hier durch den Raum zu pflanzen und Stück für Stück weiterzukommen. Und das alles in wunderschöner Grafik, mit wunderschönen, und das ist auch das Ding, ja, die Grafik ist nicht nur technisch so gut, sondern auch gestalterisch einfach toll gemacht. Ich wünsche euch sehr viel Spaß bei diesem Spiel. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare zu dem kleinen Video hier von mir und freue mich über ein Däumchen. Denkt auch daran, den Kanal zu abonnieren. Hier checke ich halt alle PlayStation VR-Spiele ab, was die so machen. Und wenn sie ganz neu sind, machen wir natürlich auch ein Review. Und in so einem Fall gibt es halt hier dann so einen Technik-Check und einen kleinen Überblick zu dem Spiel. Ich bin draußen. Bis dann, Mutanse Mo von VR. Immer für euch da. In geschlossenen Buden mit gutem WLAN. Hier gibt's heute kein Schnitzel. Alter, was geht, man? Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mo von VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tensen, Mo von VR.